das ist Douglas und das ist Julian. Hello. So, I've no intention of going through all. Ich habe natürlich keine Lust, das Interview, was ich vor ungefähr einem Jahr mit Douglas und Bonn gemacht habe, nochmal durchzukauen. Aber für die Unwissenden, gibt es denn eine korrekte Aussprache der Worte Nitzer Ebb? Nein. Nitzer or Nitzer? Nitzer, however you want. Okay, so let's give a quick flashback. I try to do that on the band. Da ich ja meine Hausaufgaben gemacht habe, werde ich jetzt mal eine kurze Zusammenfassung der Geschichte der Band geben. Yeah, because I learned by heart, kind of. Band was founded in 1983 by 1983 von 3 Schulpflichtigen namens Douglas McCarthy, Bon Scott und David Gooday gegründet. Letzterer ist schon lange nicht mehr dabei. Bloke called David Gooday, but we sacked him. Okay, then I think you had your first single in 1980. 1984 erste Single, Isn't It Funny How Your Body Works, damals auf dem Power of Voice Communication Label. Seitdem 2 LPs, einige ziemlich erfolgreiche Singles und ausgedehnte Touren, eine regelrechte Welttournee. And you're known for very bekannt für harte elektronische Beats und eine ekstatische Live-Performance, harte Arbeiter, mit anderen Worten. That's it. Good, isn't it? Yeah, that's life in general so far. And you have a message, I think. Und sie haben ein Sendungsbewusstsein. Ihre zweite LP heißt Believe. Yeah, I mean basically the message we have is to be positive and believe in yourself. Man soll nur an sich selbst glauben, an niemand anderen, sagt Douglas. Sich nicht um die Meinung anderer kümmern, positiv sein, das ist die Botschaft von Nitzer Ebb. Sie machen, was sie wollen, das sollte jeder tun. About what anyone else says, we just do what we want to do. And everybody else should do the same. You worked, I think, last year with those people from... Letztes Jahr haben sie mit den Krupps eine Art Remake des Klassikers Wahre Arbeit, wahrer Lohn gemacht. Ja, sie haben immer noch kein Geld gesehen. Also keine Krupps-Platten kaufen, rät Douglas. Sie haben mit ihnen gearbeitet, weil die Krupps früher eine sehr wichtige Band für sie waren. Sowas wie Helden. Dass sowas dabei rauskommt, wussten sie vorher nicht. That were your sort of heroes when you were younger, but we didn't realize they didn't pay you any money. So. Since when have you been in the band? Seit wann ist denn eigentlich Julian dabei? Approximately, I think 1988 or 1989. Er ist 1988 dazugekommen für ein Festival in Schweden und dann geblieben. Er war also auch mit auf Tour in USA, Europa und Israel. From there because they liked me. So it's about 1.5 years, I think now. So I've slogged around Europe and the US and Israel. You made a new album? Jetzt ist ja gerade eine neue LP rausgekommen. Warum heißt sie denn Showtime? Das klingt so nett. Showtime? I mean, Basically because we're in the studio working on a particular track which happens to be the first single of the... Die erste Single der Platte, Lightning Man, hat einen leichten Jazz- und Ragtime-Einschlag, sagt Douglas, und Mute wollte einen Arbeitstitel für das Werk. Flood, der Produzent, sagte Showtime, eigentlich mehr so aus Spaß. Und dabei blieb man dann einfach. And so Flood jokingly said Showtime. Flood is the guy who's producing it. And it kept. It stayed with it. So the album's called Showtime. That's why. Last time you told me about, Bei unserem letzten Interview haben Sie mir von Duff erzählt, auch Helden der frühen Nitzer Ebb. Jetzt gehen Sie ja doch in eine andere Richtung. Mit Duff jedenfalls haben Sie jetzt nicht mehr viel zu tun. Die neue Platte ist auch wohltuend anders als die letzte. the music is changing so much. I think the new stuff is really very different from the stuff you did before. I think that really it's more than changing or progressing from the influences. Sie entwickeln sich weiter, klar. Und Sie mögen auch andere Musikrichtungen als nur die elektronische. We've got a wider taste than just sort of electronic music. That really we do like other forms of music that have happened. You got some people together. Jetzt haben Sie ja wieder ein paar Spezialisten für die neue Platte rangekriegt, Ihre Labelkollegen. Mates. Sie hatten überhaupt keine Lust auf den ganzen Remix-Kram für Lightning Man. Dance-Remixes langweilen Douglas sowieso zu Tode, sagt er. Also haben sie mal andere rangelassen. Barry Adamson, Renegade Soundwave und der Mute-Chef Daniel Miller. Want to have anything to do with the remixes and that they should get other people to do them. And so they tried to think of people they wanted, and we suggested that Barry Adamson should do a mix and that Renegade Soundwave should do a mix. And then the big man himself, Daniel Miller, also did a mix. So there's quite
quite a varied selection of mute artists. In fact, I think Holger Hiller did an edit of the B-side as well. So. Sogar Holger Hiller, der ganz früher mal Sänger bei Palais Schaumburg war, hat auf der B-Seite mitgearbeitet, also eine beachtliche Kollektion. They all get involved. So, it's funny if I Wie kommt es denn eigentlich, dass die ersten paar Reihen bei Nitzer Ebb Konzerten immer voll mit zornigen jungen Männern sind? People and was mostly boys. Where does it come from? What do you think? Those angry young boys? Yeah, I think it's just that for some reason boys, especially when they're about 15, then they're really angry about. Tja, mit 15 war Douglas auch immer wütend, sagt er. Deshalb haben sie ja die Band gegründet. Und jetzt ziehen sie eben dieses Publikum an. Das ist so eine Art Verbrüderung. Deshalb die ganzen Kurzhaarigen. You know, this angst-ridden period in their lives. And so that's why we collect these sort of angry young men with short haircuts. Lightning Man. Lightning Man hat ja eine richtige Geschichte, oder? Ungewöhnlich für ein Nitzer Ebb-Stück. It sounded filmic. It sounded like it was Das Stück hat sich so nach Film-Soundtrack angehört, als sie es geschrieben haben. Deshalb hat man so eine Art Story darum herum gebaut. Es gibt einen Hintergrund für die Stelle You better be careful out there. You ain't gonna get far, we're gonna pluck you off. Also etwa, wir machen dich fertig, pass auf. We're gonna pluck you off. And that was an experience that we had in Washington, D.C. in America. Das war in Washington, D.C., da hatten sie einen Tag frei und sind im Red Light District rumgelaufen, offenbar an der falschen Straße. Ein paar merkwürdige Typen kamen vorbei, einer fragte nach Feuer und gab ihnen dann diesen klugen Ratschlag. Guys clumped together all down this street and we suddenly realized we'd gone into the wrong street in Washington, D.C. And we're walking down there and a few of these guys started shouting out and then one guy said, hey buddy, you got a light? So we went over and gave him a light, and as he's taking a draw from the cigarette, he said, you be careful out there, you ain't gonna get far, we're gonna pluck you off, and started going to us. And then all these other guys were saying, we're gonna pluck you off, we're gonna pluck you off. So we started kind of walking fairly quickly. Die Jungs sind dann natürlich etwas schneller geworden. Yeah. So you really Also verarbeiten sie alle Erfahrungen, die sie auf Tour machen, in ihren Stücken? in music. Most of them, yeah. We don't like to say everything that we do. Natürlich nicht alle. We'd probably get banned, you know. Yeah, I think so. Das kann ich mir vorstellen. I mean, you think so.